Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder Anwurf, das Handballmagazin in der Home Edition sozusagen. Wir sind wieder per Skype zugeschaltet. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass folgende Gäste mit dabei sind. Ladies first. Wir sprechen über den Ulzburg Cup. Gitta ist da die Chefin, die Ulzburg Cuplerin at its best, Gitta Paulert. Hallo Gitta. Hi. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen darüber sprechen, denn es gibt ja neben all diesen doofen Nachrichten auch noch eine gute Nachricht, über die sprechen wir gleich. Wir schalten in die 3. Liga, die ist ja jetzt auch offiziell durch und beendet. Oranienburg hat die Saison beendet. Darius Krei hat die Saison beendet. Moin Darius. Hi. Na? Auch da steht die Verbindung, ich bin begeistert. Der Mann sitzt... weiß ich nicht, ob er im Homeoffice sitzt oder nicht, doch sich irgendwo in eine Halle eingeschlichen hat bei Dreier Hübecks. Jürgen Tölle ist da. Moin. Moin, moin. Wo bist du? Ich bin in der Trainingshalle. Du bist extra nochmal nach Silberstedt gefahren, oder? Ja. Schön, ja. Man sieht es auch. Ich hatte immer den Eindruck, in Dreier sieht es ein bisschen anders aus in der Halle, aber ich glaube, das... Den Boden noch ein bisschen sauber gemacht. Sieht sehr, sehr schön aus. Also die Stimmung ist gut. Ich hoffe bei euch auch. Wir wollen euch eine Stunde lang ablenken von der aktuellen Krise, ein bisschen über Handball sprechen. Natürlich beleuchten wir auch all das, was aktuell los ist. Aber gleich schalten wir zum Beispiel erst einmal nach Tarp, denn dort wird ja irgendwie Aufstieg gefeiert. Wie, das klären wir gleich. Jetzt geht's los. Ich bin Finn-Ole Martins, kurz vorm, und wir legen los. Die härtesten Seiten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel. So, Anwurf, das Handballmagazin heute am Mittwoch, was haben wir eigentlich? 22. April, glaube ich. Habe ich mich so gut vorbereitet und weiß nicht mal das Datum. Fantastisch. Aber wir sprechen natürlich, ich habe es gerade gesagt, über das Aktuelle. Die Spielzeiten sind durch, die Wertungen, die ersten sind draußen. Dreier Hübeck weiß, dass die Saison auf Platz 3 beendet wird. Kurze Stimmungsfrage. Seid ihr zufrieden mit der Spielzeit? Also wir sind grundsätzlich zufrieden. Wir haben uns vorgenommen, uns nicht zu verschlechtern zum Vorjahr. Da sind wir auch Dritter geworden. Oder die Jungs sind da Dritter geworden, ich war noch nicht dabei. Und daher haben wir das ganz gut gemacht. Eine kleine holprige Anfangsphase, aber zum Schluss haben die Jungs das echt gut umgesetzt. Oranienburg in der 3. Liga 12. Gut oder schlecht? Gar nichts von beiden. Nein, wir hatten einfach, wir haben ein paar Spiele drin, die wir nicht verlieren dürfen. Gerade zu Hause zum Beispiel gegen Barmbek fällt mir sofort ein, das darfst du nicht verlieren. Haben wir ein paar drin und haben aber auch mit ein paar Verletzungssorgen zu kämpfen gehabt und dafür ist es dann schon in Ordnung, weil die Qualität in der Liga einfach unglaublich hoch ist. Ne? Auch darüber sprechen wir gleich ausführlich. Wir beginnen gleich mit dem Ulzburg Cup. Den hatte ich natürlich auch schon fest in meinem Kalender wieder eingetragen für die Eröffnungsfeier. Aber das Ganze wird natürlich auch logischerweise ausfallen. Da werden wir gleich drüber sprechen und was dann die Alternativen sind. Aber, Gitta, wir starten erstmal mit der Fragenlawine. Jede Woche unsere Gäste 5 Fragen, die rein gar nichts mit Handball zu tun haben, denn wir wollen erstmal uns ein bisschen hier eingrooven. Heute entweder oder, habe ich mir sagen lassen aus der Regie von Michel. Und die Fragen fliegen bei mir hier jetzt gerade ein. Gitta, Frage 1. Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten. Warum? Ich liebe Weihnachten. Alles vom 1. Dezember an, die Vorweihnachtszeit und Weihnachten finde ich großartig. Geburtstag ist ein Tag, aber Weihnachten ist so richtig schön. Und ich glaube ja auch, Weihnachten wird dieses Jahr nicht ausfallen. Nein. Gar kein. Definitiv. Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Ja, ganz klar. Okay. Bist Ganz du eine klar. Kinogängerin oder eher zu Hause? Ob ich Kinogängerin bin? Ich bin Kinogängerin. Und da kaufe ich dann diese Maxi-Typen. Und die sind manchmal davon fast leer, bevor der Film geht. Obst oder Gemüse? Obst. Das ging auch schnell. Ja. Finde ich jetzt persönlich sehr interessant. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch, schätze ich. Ja? Ja. Ziemlich eindeutig. Also ich würde gerne sagen ordentlich, aber der Shitstorm, der dann während der Sendung noch kommen würde, zugucken, der wäre so eindeutig
chaotisch. Wer sollte da einen Shitstorm loslegen? Oh, da gibt es bestimmt so den einen oder anderen. Der mich kennt, der weiß, dass es ist chaotisch. Dann gehen wir schnell weiter. Die letzte Frage, sehe ich gerade, bezieht sich auch noch mal so ein bisschen auf Kino. Eher Film oder eher Serie? Eher Film. Okay. Und was für ein Genre dann? Auch das ist bunt gemischt. Meistens Action, aber auch so ein bisschen Komödie. Das war's schon. Das waren ja die 5 Fragen. Das ging ratzfatz. Gitter, gleich sind wir dran. Wenn ihr Fragen habt übrigens zum Ulzburg Cup oder zu Gitter, dann stellt sie gerne in die Kommentare auf Facebook oder auf YouTube, wo auch immer ihr guckt, oder Second Screen am Handy auf Insta. So, Herr Krei, bist du bereit? Natürlich. Frage 1 wird direkt technisch. iOS oder Android? Eher iOS auf jeden Fall. Hast du gerade Apple-Handy? Ich habe ein Apple-Handy, ich sitze an einem MacBook, also Ja, auch, wäre jetzt schlecht, wenn ich Android sage. ja, das stimmt allerdings. Wäre ein bisschen komisch. Punkte oder Streifen? Ach so, kleidungstechnisch wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja. Kleidungstechnisch eher Streifen, würde ich sagen. Also ich habe, glaube ich, in meinem Kleiderschrank keine Sache, was irgendwie Punkte hat. Dann eher Streifen, ja. Und Punkte beim Auto oder wie? Ja, ich nehme eher die Punkte wahrscheinlich beim Handball als beim Auto. Das ist schon besser. Richtige Antwort. Ja. Dorf oder Stadt? Eher Stadt. Also in Berlin bin ich in Berlin geboren und groß geworden, dann ist man eher Stadtkind, glaube ich. Das ist, dann kommt man da auch nicht so wirklich weg. Das ist dann eher Großstadt und dann braucht man den Rummel und dann, ja, das braucht man einfach. Du hast ja auch eine Zeit lang hier im Norden in Schleswig-Holstein gewohnt und Schleswig-Holstein ist ja zusammengepackt ein einziges Dorf, aber das hat dir auch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Naja, ich hatte ja Kiel, das ist ja jetzt dann auch eher eine Stadt als ein Dorf und kann man schon als Stadt rechnen, aber das war dann schon wieder der Ausgleich, weißt du, für das Gesamtdorf. Ja, das stimmt, ja. Samstag oder Sonntag? Ich würde sagen eher Sonntag. Tatsächlich. Samstag ist ja meistens vollgepackt mit Spiel und wenn man dann vielleicht gewinnt, dann ist ja danach auch eher vielleicht nochmal, dass die Nacht etwas länger wird vielleicht. Und dann eher Sonntag, wo man dann ausschlafen kann, wo man dann zur Ruhe kommt und dann, wo man dann auch mal entspannt irgendwie grillen kann oder was weiß ich auf dem Abend. Das ist dann schon eher Sonntag. Eure Heimspiele in der 3. Liga sind meistens samstags, oder? Ja, genau. Also wir spielen nur samstags. Es gibt, ich glaube, 4 oder 5 Mannschaften jetzt, die sonntags ihre Heimspiele machen. Aber die meisten spielen immer noch nur samstags, ja. Und wenn du es dir aussuchen könntest, was findet der Handballerkreis so am besten oder lieber doch sogar Freitagabends? Also Samstag oder Sonntag auf jeden Fall eher Samstag. Ich finde Sonntag finde ich irgendwie eine Vollkatastrophe. Also ich weiß noch, wir sind vor 2 Saisons Sonntagabend Sonntag 17 Uhr haben wir in Flensburg gespielt. Also bei Flensburg 2 und das war, ich glaube, wir waren nachts um 4 zu Hause. Das ist auf Montagmorgen und die meisten von uns gehen ja entweder arbeiten oder studieren oder was weiß ich. Und das war, also, wer so ein Spiel ansetzen kann, also weiß ich nicht, warum man sowas macht. Verstehe ich auch nicht, also auch in der 3. Liga dann nicht mehr. Da kann es dann nicht mehr darum gehen, ob man irgendwelche Hallenzeiten nicht hat oder was weiß ich. Dann eher auf jeden Fall samstags. Ich finde aber auch Freitagabend sehr sympathisch, muss man sagen. Ist natürlich in der 3. Liga auch schwer umsetzbar teilweise, ne? Weil die Fahrtwege einfach auch extrem lang sind. Genau, da müsstest du dann etwas früher wieder los. Genau. Habe ich noch eine? Ja, eine 5. Frage haben wir noch. Waffeln oder Pfannkuchen? Ja, Pfannkuchen. Auf jeden Fall Pfannkuchen. Ich muss zugeben, meine Freundin macht Pfannkuchen relativ viel hier und dann eher Pfannkuchen. Die ist doch gerade mit im Raum, oder? Nee, tatsächlich nicht. Die ist draußen, das ist auch ganz gut, aber sonst wäre ich auch geschlagen, weißt du? Ja, das ist nicht gut. Ja, vielleicht wäre ja auch die richtige Antwort beides einfach. Dann hat sie ja die Pflicht, nächste Woche Waffeln zu machen. Das wollen wir ja auch nicht antun, das ist dann auch schlecht. Oder du überrascht sie. Oder ich muss die dann machen, das ist noch viel schlimmer. Dann beenden wir ganz schnell die Fragenlawine und gehen rüber in den hohen Norden tatsächlich zu Sören. In die Halle. Ja, nee.
in die Halle. Und deine erste Frage, Glas oder Plastik? Ja, aus Umweltsicht natürlich Glas. Und ich habe auch überlegt, Bier schmeckt auch besser aus einer Glasflasche als aus einer PET-Flasche. Deswegen bin ich ganz klar bei Glas. Eindeutige Antwort. Was magst du lieber, Frühstück oder Mittagessen? Was ist dir wichtiger? Ja, ich würde eher so die Mitte wählen zum Brunch. Also ich glaube, es gibt nichts Geileres, wenn man irgendwie um 10 oder 11 Uhr zum Brunch eingeladen ist. Und das geht von Brötchen bis Würstchen und vielleicht nochmal irgendwas Herzhaftes noch dazu. Also da würde ich mich in der Mitte einpendeln, würde ich sagen. Warm oder kalt? Auf jeden Fall warm. Also ich kann auch keinen Mensch verstehen, der Skiurlaub fährt. Nein, Der gar wie nicht. sagt, ich gebe Geld aus für den Urlaub und fahre in die Kälte. Kann ich nicht nachvollziehen. Das heißt, du fährst immer ins Warme, du duscht im Warmen. Was gibt's noch? Du isst warm. Gerne 3-mal am Tag warm, ja. Äh, und duschen allgemein, ich kann auch nicht ins Meer, wenn es kalt ist. Bin ich absolute Muschi, was das angeht. Auto oder Fahrrad? Auf jeden Fall Auto. Ich liebe Autos. Gerne alte Autos, Oldtimer. 2 Stück habe ich. Da bin ich auf jeden Fall auf der Autoseite. Und letzte Frage. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Auf jeden Fall morgen. Ja, da, Wenn du es dir aussuchen kannst, wie lange schläfst du dann gerne? ja, also 10 Uhr ist dann schon die Grenze, damit man nicht ganz so viel vom Tag verpasst. Aber ich finde, das ist schon eine gute Zeit. Ja. Und ich mache ja momentan die Ausbildung zum Erzieher, bin quasi jetzt in der Abschlussprüfung. Und da wird es darauf hinauslaufen, dass ich irgendwo anfange, wo da um 10 Uhr Schichtbeginn ist und nicht um 7 Uhr im Kindergarten oder so. Geil. Das kann ich so schon mal sagen. Cool. Das war's. Auch du hast die Fragenlawine erfolgreich überstanden. Und ich habe aber trotzdem noch eine Frage, bevor wir loslegen und nach Tab schalten. Ist Tab zu Recht Meister? Ja, würde ich schon sagen. Also das war schon ein Augenduell, ein Duell auf Augenhöhe mit Mane. Also die haben am Anfang der Saison ja echt da eine Serie hingelegt. Ich weiß gar nicht, wie lange die zu 0 waren, Mane. Aber dann hatten die so eine Schwächephase, wo wir auch unentschieden die gespielt haben. Und die, ich glaube, auch in Tab verloren. Und dann haben die 6, 7 Punkte oder so, jetzt lass mich lügen, hintereinander echt sausen lassen. Und da hat Tab wirklich konstant weiter die Leistung gebracht. So dass ich auch schon geglaubt hätte, wenn das jetzt sportlich bis zum Ende geführt würde, dass Tab das Rennen auch da gemacht hätte. Also die haben sich gut gefangen. War das so der Turning Point der Saison? Für wen jetzt, was meinst du? Für beide, als Mane diese Schwächephase hatte, war das ja die eine Schwächephase quasi zu viel, die Tab dann zum richtigen Zeitpunkt nicht mehr hatte? Ja, würde ich sagen. Also ich kann das nicht genau sehen, die waren natürlich sehr abhängig von deren Halblinken. Friedrichs, glaube ich. Der hat auch ein paar Spiele in der Phase nicht mitgemacht, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, das war auf jeden Fall ein Knackpunkt für Mane. Und Tab hat das eiskalt ausgenutzt, muss man sagen. Wir schalten mal rüber nach Tab. Also ich habe hier gerade auch nochmal auf Instagram, könnt ihr das nachlesen, auf HVSH offiziell. Da ist die Meldung auch rausgegangen. Ich lese das mal ganz kurz vor. Also hier Breaking News. Das ist von jetzt, Stand 20:29 Uhr, 4,5 Stunden her. Breaking News, auch Oberliga. Achso, Moment, das ist ja die Oberliga-Meldung. Hier eine darunter, Entschuldigung, die ist vor 8 Stunden, aber auch wurscht. Fängt auch mit Breaking News an. Und hier steht, der HVSH hat am gestrigen späten Dienstagabend tagesaktuell auf Basis der Veröffentlichung des DHB-Bundesratbeschlusses zum Abbruch und der Wertung der Saison die Vereine im Seniorenspielbetrieb der Schleswig-Holstein-Ligen und Landesligen über die Saisonwertung informiert und Meister und dementsprechend auch Aufsteiger, wenn sie es denn annehmen, aus der Schleswig-Holstein-Liga ist HSG Tab Wanderup und bei den Frauen ist es der Prezer TSV. Und alles weitere zu den Landesligen und so weiter könnt ihr also auf Instagram oder auch auf der Webseite des HVSH eben nachlesen, nachsehen und natürlich auch gebündelt hier auf Sprungwurf TV. Da haben wir euch das auch nochmal aufgelistet. Und wenn wir jetzt auf die Seite gehen, der Wölfe Tab Wanderup, da ist hier ein sehr nachdenklicher Trainer noch. Ja,
Aber der Jan Weide sagt, unser Aufstieg ist eine Bestätigung für die gute Arbeit des gesamten Teams in den letzten 2,5 Jahren. Schade ist nur, dass wir das nicht zusammen mit den Fans in der Halle feiern können. Wie sie es denn feiern und ob sie überhaupt darauf vorbereitet waren und wie es jetzt in Sachen Aufstieg weitergeht, das besprechen wir nicht mit Weide, sondern mit seinem Kollegen, mit Ralf Heckel, der jetzt, glaube ich, per Skype hier reingeflogen wird, wenn ich mal ganz kurz rüber gucke in die Regie, ja, und dort am anderen Ende des Kanals wird genickt, also könnte Ralf gleich reinkommen, gleich höre ich. Ich höre ihn aber schon. Ralf, hallo Ralf, da ist er auch. Siehst du und hörst du mich? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ja, jetzt höre ich dich. Fantastisch. Ich grüße dich. Wie hast du heute schon gefeiert? Wie habt ihr heute schon gefeiert? Also wir haben nicht wirklich gefeiert. Natürlich haben wir uns tierisch drüber gefreut, weil das Saisonziel erreicht worden ist. Aber es ist ja nicht das Gleiche. Ich fand den Auszug aus einem Kommentar vom THW Kiel ganz gut. Ein bisschen unvollendet das Ganze. Wir hatten noch 4 wirklich schwere Spiele vor uns. Wir hatten Dreier zu Hause gehabt, wir hätten noch nach Mahne gesollt und Geben sich natürlich jetzt viele weitere Fragen. Du sagst, es waren noch viele Entscheidungsspiele offen, es war noch gar nicht klar, wer am Ende Meister wird. Seid ihr dann jetzt, also sagen wir mal, nicht überrascht, das war in den letzten Tagen dann vielleicht auch abzusehen, aber dass ihr tatsächlich jetzt aufsteigt oder habt ihr euch da so ein bisschen auf diesen Fall vorbereitet? Eigentlich gar nicht. Wir haben seit den Hallenschließungen nicht mehr trainiert. Wir sind eigentlich nur noch in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen in Kontakt gewesen. Der eine oder andere hat sich auch noch gesehen, so, aber eben mehr zufällig. Wir haben die ganze Zeit dieser Entscheidung entgegengefiebert, damit endlich, wie soll man sagen, Sicherheit bestand. Die Mannschaft stand an sich. Wir hatten die Vorbereitung für den Kader schon lange abgeschlossen. Das wäre in diesem Fall ziemlich egal gewesen, ob jetzt Hamburg, Schleswig-Holstein oder halt eben Oberliga. Ob jetzt Schleswig-Holstein-Liga oder Hamburg, Schleswig-Holstein. Aber wir sind froh, dass diese Entscheidung endlich gefallen ist und dass wir jetzt auch im Kopf die nächsten Schritte tun können. Sören hat gerade schon gesagt, wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen, im Grunde ist Tarp aber verdient da oben. Erster, weil sie einfach eine fantastische Saison gespielt haben, die Wölfe. Würdest du das dann auch unterstreichen, dass es verdient ist? Weiß ich nicht, in der Beziehung, ja, vielleicht, klar, wir sind erster Tabellenzeitpunkt zu diesem Zeitpunkt gewesen, nach wie vor auch mit der Quotenregelung, aber ich mag eigentlich ungern sagen, dass man es verdient hat, die Saison nicht zu Ende gespielt ist. Es ist einfach so, sportlich gesehen mag kein Sportler aufsteigen oder Meister werden, wenn dann noch so ein Makel dran ist, wenn irgendwas nicht so ganz koscher ist, und das ist in diesem Fall so. Leider ist das jetzt dieser geschichtlichen Sache mit Corona geschuldet. Wir nehmen das natürlich gerne an, klar. Die Zielsetzung war, innerhalb der nächsten Jahre aufzusteigen oder zumindest den Versuch zu starten. Wir meinen auch, dass wir durchaus in diese Klasse gehören. Wird sich natürlich jetzt erstmal zeigen, müssen uns auch nicht vorbereiten, ist klar. Ja. Aber letztendlich ist es so, dass wir ganz klar sagen, wir hätten lieber zu Ende gespielt. Also ich zum Beispiel persönlich sage das. Aber wir freuen uns trotzdem tierisch. Naja, so ist es halt. Habt ihr schon mit Mahne Kontakt gehabt oder ist das noch geplant, sich da mal ganz kurz abzustimmen? Eigentlich nicht. Wir haben uns gegenseitig gratuliert, per Medien, und wie man das sportlicherweise so tut, aber da haben wir uns eigentlich nicht abgestimmt, nein. Jetzt heißt es für euch nächste Saison Oberliga. Stellt euch das für neue Herausforderungen? Ich meine, die Gegebenheiten sind ja da. Ihr könnt das ja wuppen. Ja, das sind natürlich ein bisschen andere Gegner. Das ist eine andere Liga im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt einige ziemlich coole Derbys. Wir freuen uns tierisch drauf. Wir wollen auch dem Tapper Publikum etwas bieten. Ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Truppe zusammen, wenn dann alle fit bleiben.
Ja, schauen wir einfach mal. Müssen mal gucken. Wir müssen natürlich auch jetzt erstmal so ein bisschen klar werden, dass wir jetzt Meister geworden sind. Aber ich denke mal, wir werden dem einen oder anderen eine schöne Aufgabe geben, wenn er gegen uns spielen soll. Gibt es noch irgendwie per Zoom oder Skype eine kleine virtuelle Meisterfeier? Ja, unser Torwart, der Raffi, der hatte da heute schon sowas angeregt. Ich denke, da wird am Wochenende ein bisschen was passieren, aber also es ist nichts geplant, gar nichts, überhaupt nicht. Es ist ja auch alles ein bisschen sehr verwunderlich und alles sehr merkwürdig dieses Jahr. Lieber Ralf, danke, dass du ganz kurz zur Verfügung gestanden hast, dich kurz hier eingeklinkt hast und ein kurzes Update gegeben hast. Trotzdem, also auch wenn die Saison eben nicht beendet ist, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und zum Aufstieg. Vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Bis dann. Schönen Abend, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Ja. Es ist tatsächlich natürlich bei allen so ein kleines Geschmäckle. Philipp Jicher habe ich heute gesehen, habe dieses Meisterfoto gemacht. Also waren sie alle auf einem Bildschirm. Habt ihr das auch gesehen? Wo die Mannschaft komplett, ich weiß nicht, per Skype, per Zoom oder so zugeschaltet war und er hat sie dann virtuell so ein bisschen umarmt. Fand ich ganz cool. Wir machen einen ganz, ganz kurzen Break. Dann machen wir weiter. Dann beschäftigen wir uns gleich mit dem Ulzburg Cup. Gitter ist schon zum Anschlag quasi bereit oder am Anschlag bereit. Aber jetzt kommen wir ganz kurz zu einer Übung für daheim und zwar von unserem Partner des Sports Athletic Handball App. Wird jetzt Herr Dicker im Tor geworfen? Ist das die Werbung? Ja, okay. Also. Ich möchte jetzt eine Übungskombination zeigen, die super effektiv ist für entweder das Warm-up, wenn du nur eine Minute machst, oder wenn du es als 5-minütiges Workout machst für daheim. Also richtig gut. Ja, wäre dabei. Das heißt, wir fangen an mit gestreckten Beinen, wanderst du nach vorne und machst jetzt hier 2 Liegestützen, Ellenbogen sind eng am Körper und wanderst dann wieder mit gestreckten Beinen nach hinten. Und jetzt kommen hier 2 Strecksprünge. Ab sofort wird eine Woche auch nur noch so gemacht. Ich komme nie wieder in das Studio. Das Ganze mit 2 Das wäre Liegestützen jetzt gleich noch eine Idee gewesen, Michael. In dem Moment, wenn Jetzt ihr zeige wieder ich eine normal Variante. wird, dann... Ein Gitter bringe ich jetzt schwierig nicht gemacht. auf. Nein. Diagonal das Knie unter den Körper hindurchziehen, einmal links, einmal rechts. Und jetzt kommen wieder die 2 Strecksprünge. Und wie gesagt, wenn du das bis zu einer Minute... Schubi fragt hier auf bis zu Instagram, 5 warum Minuten akzeptiert machst, die Chefin eigentlich für keine Herz-Kreislauf, Kündigungen innerhalb für des Kraft, Cup-Teams? Aber für das ist keine Frage, die ich stellen darf, oder? Dein Fitnesslevel steigern. Jetzt daheim. Nee, Hammer weil ich glaube... Übung, Nein, Hammer-Kombination. Schubi ist halt heute... Und nur 5 Minuten am Tag. Probier es mal. Das ist eine richtig geile Übung. So, wir sind wieder da. Danke an die Sports Athletic Handball App. So, wir gucken mal in den Kalender und da ist ja wie bei so vielen alles frei. Alle Wochenenden frei. Was soll man tun? Richtung Mai, wenn die ganzen Feiertage kommen und dann auch viele Schultage natürlich frei sind, da gibt es auch Handballfesttage. Das ist dann immer der Ulzburg Cup. Einmal rund um Christi Himmelfahrt und dann nachher auch nochmal Richtung Pfingsten. Das ist dann nach verschiedenen Jugendbereichen eingeteilt und es ist immer ein großes Fest. Ich darf immer die großen Eröffnungsfeiern moderieren, aber auch das fällt natürlich in diesem Jahr weg. Und die Chefin ist uns zugeschaltet. Liebe Gitta, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, darüber zu sprechen. Wann habt ihr das Ganze endgültig entschieden, dass es nicht stattfinden kann? Also endgültig entschieden haben wir es tatsächlich, nachdem am 30. oder am 23. irgendwie diese bundesweiten Maßnahmen beschlossen wurden und dann auch eben entschieden wurde, dass Großveranstaltungen nicht stattfinden dürfen bis 31.08. Wir hatten ja noch gehofft, dass wir vielleicht irgendwie das Ganze früher in den Griff bekommen, aber in dem Moment war dann klar und dann mussten wir auch leider absagen. Wenn wir von Veranstaltungen beim Ulzburg Cup sprechen, wie viele Jugendliche kommen eigentlich zu euch insgesamt pro Ulzburg Cup Woche, sage ich mal?
Also pro Wochenende, am ersten Wochenende sind wir immer so bei 1500 ungefähr Spielern und Trainern und dann natürlich aber auch noch die Schlachtenbummler, die Fans, die Eltern, die Gäste aus Henstedt-Ulzburg, die dabei sind. Also wir haben dann an dem Wochenende lockere 2000 Leute. Pfingsten ist es traditionell ein bisschen weniger. Da kommen wir insgesamt so auf 1000 bis 1500 Leute ungefähr. Das ist ja ein rieser eine Großveranstaltung. Großer Aufwand. Genau. Ja. Aber auch nicht nur von der Anzahl der Menschen, die da sind, sondern auch von den Wochen wahrscheinlich, die an Vorbereitung vorausgehen. Ja, also im Grunde genommen ist für uns eigentlich das ganze Jahr Ulzburg Cup. Wir gönnen uns nach dem Ulzburg Cup manchmal so 2-3 Monate Ruhe und fangen dann aber im Spätsommer mit der Planung für den nächsten Ulzburg Cup schon wieder an. Das stimmt. Wie viele Teams waren gemeldet für dieses Jahr? Also es waren insgesamt um und bei 117, 119 Teams gemeldet für Himmelfahrt und Pfingsten insgesamt. Jetzt fängt das Ganze im Februar an, dann Richtung März kamen die ersten Shutdown-Lösungen, dann beobachtet man das natürlich wahrscheinlich, keiner wusste, wie es so ganz weitergeht, aber wann war bei dir so der allererste Moment, wo du gedacht hast, das kann eng werden? Also bei mir persönlich, ich habe diesen Moment verdrängt. Also ich habe immer nur gesagt, ich will das nicht wahrhaben. Das war aber dann eher so mein Cup-Herz, was es nicht wahrhaben wollte. Wir haben aber innerhalb des Teams eigentlich Ende Februar schon darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir absagen müssen. Wie groß ist euer Team? 24 Teamleiter habe ich. Wahnsinn, man muss sich das echt mal vorstellen, was für ein Team hinter so einem Jugendevent ist, was aber ja deutschlandweit wirklich auch für Furore sorgt und alle Teams wollen kommen. International ja auch, ja. Mhm. Und international sowieso, Skandinavien mit dabei. Es gab ja sogar schon Mannschaften aus Asien. Richtig, aus Bangladesch, genau. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Aber, so traurig das alles logischerweise ist, aber auch alternativlos, gibt es ja eine gute Nachricht. Ja, das stimmt. Wir haben eigentlich zeitgleich, als wir in Erwägung gezogen haben, oder als klar war, dass wir unter Umständen Himmelfahrt Pfingsten absagen müssen, haben wir uns bereits Gedanken darüber gemacht, welchen Plan B wir entwickeln können. Und für uns stellte sich dann die Möglichkeit dar, das Ganze in den Herbstferien zu gestalten. Die Sommerferien sind einfach noch zu dicht dran. Also wenn Himmelfahrt Pfingsten abgesagt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den Sommerferien auch abgesagt werden muss, einfach zu groß. Abgesehen davon sind die Sommerferien ja wirklich traditionell die Ferien, wo viele Familien verreisen. Und die Sommerferien bundesweit liegen sehr weit auseinander. Also da einen vernünftigen Cup mit entsprechender Anzahl an Gästen auf die Beine zu stellen, das haben wir für relativ kritisch erachtet und haben uns dann eben auf die Herbstferien verständigt. Wir haben auch bereits Mitte März dann eine Abfrage bei allen Teams, die sich für Himmelfahrt und Pfingsten angemeldet haben, gemacht, wer sich vorstellen könnte, auch im Herbst dabei zu sein. Und das war toll. Also die Resonanz unserer Gäste war großartig. Die haben auf den Schlag 50 Mannschaften gesagt, also wir wären auch im Herbst dabei und 50. Wir freuen uns, dass ihr nicht komplett ausfallt, sondern dass ihr eine Alternative bietet. Also dass ihr nicht absagt, sondern nur verschiebt. Und mit der endgültigen Absage letzte Woche haben wir dann gesagt, gut, dann Feuer frei. Das weltbeste Cup-Team hat wirklich innerhalb von 24 Stunden das Ganze umsetzen können. Wir haben neue Einladungen verschickt, wir haben das Ganze gepostet und sind Montag früh mit der Einladung online gewesen und auch mit der Anmeldung online gewesen. Das war gigantisch, das war brillant. Das ist ja der völlige Wahnsinn. Ja, das ist irre. Eine Änderung haben wir. Wir werden in den Herbstferien keine 2 Wochenenden haben, also nicht Himmelfahrt und Pfingsten. Wir fassen das zusammen in ein großes Wochenende, weil es eben für uns auch nicht wirklich berechenbar gewesen ist, wie viele Teams tatsächlich in den Herbstferien kommen. Und deswegen machen wir ein großes Familienfest davon. Und umso mehr hoffe ich natürlich, dass das alles stattfindet, aber das würde ja auch bedeuten, wir müssten echt tatsächlich Richtung Ende August, Anfang September den Sport so ein bisschen wieder hochfahren und es muss nachher Richtung September auch Spiele mit Zuschauern geben und es gibt aber natürlich auch viele unterschiedliche Stimmen. Die einen sagen, ja, Richtung September kann man sich das vorstellen, andere sagen, bevor wir im Handball oder im Fußball oder sonst wo Zuschauer dabei haben können, da muss noch sehr, sehr viel Wasser, die Elbe oder die Förde oder was auch immer hochfließen.
Das stimmt. Die Gefahr besteht natürlich. Ne? Also wir beobachten das natürlich auch, aber im Moment, man hört ja, es könnte eine zweite Welle oder eine dritte Welle kommen. Und wenn man dann guckt, wie sich das in Asien entwickelt hat, wo das wieder hochkocht, oder aber auch in Europa, Italien, Spanien, Frankreich, das ist nicht berechenbar. Also diese Situation, die ist ja weltweit noch nie da gewesen in dieser Form. Wir hoffen einfach, wir denken positiv und wir hoffen einfach, dass die Maßnahmen, die wir hier durchführen oder die europaweit durchgeführt werden, dass die schlussendlich zum Spätsommer hin dann den gewünschten Erfolg bringen, sodass wir ab Ende August auch wieder Großveranstaltungen wie den Ulzburg Cup haben dürfen. Ja, da freuen wir uns auch alle sehr. Für alle weiteren Informationen, ich gucke hier gerade auf meinen Second Screen, ich bin hier auch gerade auf eurer Instagram-Seite, also da steht das natürlich auch alles nochmal, Ulzburg Cup, kann man sich auch nochmal angucken. Moment, ich halte das hier nochmal in die Kamera, da ist er. Und da ist auch der Post, Our World is a Ball, finde ich übrigens sehr, sehr schön. Genau. Und welche internationalen Teams wären dieses Jahr mit dabei? Also es wären über Himmelfahrt und Pfingsten wären Norweger und Schweden und eventuell eine zypriotische Mannschaft dabei gewesen. Okay. Wie es jetzt im Herbst aussieht, das kann ich noch nicht sagen. Denn traditionell hat in Skandinavien keine Schule irgendwie, oder in Skandinavien generell gibt es keine Herbstferien. Ob die dann trotzdem anreisen können, das wissen wir noch nicht. Wir haben die Einladung, also die für den Herbst jetzt auch international natürlich ausgesprochen. Und ich hoffe natürlich, dass wir das ein oder andere internationale Team dann dabei haben werden. Aber das müssen wir abwarten. Ich weiß ja von Darius, dass auch er eine Trainerkarriere im Jugendbereich nicht nur anstrebt, sondern schon ausübt. Ist das für dich auch eine Option, da mal hinzufahren zum Ulzburg Cup? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten letztes Jahr schon überlegt, hinzufahren. Dann war das mit den Quali-Spielen, mit den verschiedensten Quali-Spielen halt nicht möglich. Aber grundsätzlich ist ja der Ulzburg Cup in Deutschland eine der Anlaufstellen, die eigentlich für Jugendmannschaften die größte Anlaufstelle ist, die es gibt in Deutschland. Und ich sag mal, der Sauerland Cup ist noch mit auf dem Niveau und in Deutschland, aber ansonsten gibt es ja nicht so viel. Und dementsprechend ist das für uns auch immer oder auch für mich eine Anlaufstelle, wo es einfach auch Sinn macht, dann Spiele zu spielen und auch Spiele und einfach auch mal andere Mannschaften kennenzulernen. Ne? Es ist ja auch mal ganz interessant. Darius, bevor wir weiter darüber sprechen, gibt es hier noch 3 Community-Fragen an dich, Gitta. Normalerweise stelle ich die ja immer am Ende, aber die haben wirklich auch konkret jetzt mit genau dem Thema zu tun, über das wir sprechen. Und daher füge ich die jetzt einfach direkt an. Also Markus 12 Fossi möchte nochmal wissen, wie das genau abläuft. Jetzt, ich denke mal, er ist Spieler auch im Herbst. Also du hast es schon gesagt, die Mannschaften bekommen oder haben von euch Einladungen bekommen. Wie ist dann der weitere Ablauf bei den Teams? Also Magnus Fossi ist ein Spieler von uns. Unsere Mannschaften sind natürlich gemeldet. Wir können im Moment natürlich noch nicht sagen, in welcher Konstellation, weil die Mannschaften für die nächste Saison noch nicht zusammengestellt sind. Aber Magnus, mach dir keine Sorgen. Wir haben auf jeden Fall für deine Mannschaft einen Platz reserviert und ihr werdet spielen. Ihr habt ja auch, wie viele Hallen gibt es auf dem ganzen Areal? Wir spielen insgesamt in 6 Hallen. Wahnsinn. Und dann natürlich noch die ganzen Übernachtungsmöglichkeiten. Und dann noch die ganzen Übernachtungsmöglichkeiten in 2 Schulen. Ja, völlig irre. Da gibt es natürlich auch, wenn so viel geplant wird, dass jetzt müssen alle Profisportler mal weghören, denn Hobby-Jörgel fragt in der Cup-Planung, wie viel Schlehe gehen da eigentlich drauf? Also wie viel Schnaps? Wir haben ja noch jugendliche Zuschauer. Wir sind hier noch nicht irgendwie jetzt so, dass wir uns über hektoliterweise Schlehenschnaps unterhalten können. Aber Jörgel, es geht eine ganze Menge dabei drauf, ja. Und du wirst auch nicht zu kurz kommen. Auch Apfelschorle eigentlich, oder? Natürlich. Letzte Frage kommt von einem gewissen S. Schubi. Der fragt, warum akzeptiert die Chefin des Cup-Teams, also du, eigentlich keine Kündigungen innerhalb des Cup-Teams? Als ich gewählt wurde zur Cup-Chefin, habe ich das von Anfang an klar gemacht. Also Kündigungen akzeptiere ich nicht. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass ich dieses weltbeste Team nur in der Konstellation bestehen lassen kann. Deswegen kann ich gar keine Kündigungen akzeptieren. Abgesehen davon, wenn wir die Frage zurückgeben, mein Team hat auch schon verlauten lassen, auch sie würden eine Kündigung meinerseits nicht akzeptieren. Und so ist es dann so eine Win-Win-Situation.
Schubi. So spricht die selbstbewusste Frau. Aber Schubi wollte doch nicht kündigen. Nein, das würde Schubi mir nie antun. Und er will es eigentlich auch gar nicht. Wollte gerade sagen. Hoffe ich. Grüße an ihn auf jeden Fall. Ja, Gitta, ich danke dir schon einmal. Wenn ihr noch danke weitere dir, Vom. Fragen habt, schreibt sie gerne hier in die Kommentare, auf YouTube an die Seite, auf Facebook drunter. Die stellen wir dann natürlich noch an Gitta. Darius, was trainierst du? Momentan weibliche A-Jugend und erste Frauen, zweite Frauen mache ich noch mit jemandem zusammen. Wie habt ihr die Saison abgeschlossen? Deswegen musste ich mal ganz kurz nebenbei lesen. Die ersten und zweiten Frauen sind seit, ich glaube, 5 Minuten aufgestiegen, beide. Insofern musste ich gerade mal ganz kurz gucken und die A-Jugend hat Oberliga gespielt und bei uns ist ja in Berlin, Brandenburg und MacPom ist es ein bisschen schwierig, da waren nur 4 Mannschaften leider. Heißt, wir haben gegen alle 3 Mal gespielt und dann sind wir jetzt, ich glaube, Dritter hinten raus geworden von 4. Passiert. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber da waren halt die ganzen Füchse und Neubrandenburg als Sportschule und so mit drin und das ist schon in Ordnung gewesen. Da muss man auch mal über den Trainer nachdenken. Auf jeden Fall. Lass uns über den Spieler Darius Krei sprechen. Seit wann bist du wieder in Oranienburg? Du warst ja, als du im Norden warst, ganz kurz auch mal zu den gewechselt, Füchse 2. Genau, ein halbes Jahr. Ich bin ja, glaube ich, im Januar wieder nach Berlin gekommen. War das halbe Jahr dann, Januar bis Mai im Endeffekt, also bis die Saison zu Ende war. Und dann war es ab Sommer, dass Oranienburg hatte schon im Februar, März wieder, mit Oranienburg hatte ich wieder Kontakt. Und dann war es im Endeffekt im Sommer so, dass ich dann wieder nach Oranienburg gegangen bin, weil ich mich auch einfach wohlfühle in Oranienburg. Und ja, jetzt bin ich wieder, jetzt die zweite Saison war es jetzt, genau. 2018 war das, ne? Genau, ja, müsste 2018 gewesen sein. Ja, genau. Ja. Wenn man, ich meine, die 3. Liga hatte es wirklich in sich diese Saison von der Besetzung, aber wenn man an Oranienburg denkt, das ist eigentlich jede Saison vor Beginn der Spielzeit das gleiche Spiel. Alle sagen immer, wenn sie dann so die Top-Teams aufzählen und wer oben mit dabei sein könnte, dann sagen immer so 3, 4 Mannschaften werden das sein. Und Oranienburg vielleicht. Das ist immer so das große Fragezeichen, der große Geheimtipp. Wenn man Geheimtipp haben will, ist es immer Oranienburg. Ist mein Gefühl. Ja. Und jetzt landet ihr nur, sage ich mal, auf Platz 12. Ist das zu wenig für euch oder ist das eher realistisch? Ja, ist die Wundertüte nicht aufgegangen vielleicht. Das ist, ne, also nein. Wir haben, wie du schon gesagt hast, die Liga ist unglaublich stark gewesen oder ist immer noch unglaublich stark. Jetzt steigt ja auch keiner ab. Ne? Also es kommt ja jetzt kommen ja nur noch dazu. Gut, deshalb geht wahrscheinlich raus aus der Liga, aber ansonsten ist die Liga immer noch unglaublich stark und unglaublich ausgeglichen vor allem. Also du kannst halt nirgendwo trennen, im Endeffekt jetzt die ersten 6 machen für sich und der Rest spielt für sich, sondern es ist halt, jeder kann im Endeffekt jeden schlagen in der Liga. Und wir hatten im Oktober, im November extrem viele Verletzte, also extrem Verletzungssorgen. Ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt 9 Langzeitverletzte oder Verletzte über mehrere Wochen und das kannst du einfach in der Liga nicht mehr kompensieren. Das ist einfach, dann fährst du Woche für Woche mit 8, 9 Feldspielern irgendwo hin, nach Altenholz zum Beispiel oder fährst dann, gut, in Altenholz waren es dann wieder ein paar mehr, aber fährst dann nach Rostock oder in die ganzen Spiele oder spielst zu Hause gegen Barmbek und dann hast du natürlich Spiele, die du dann einfach nicht verlieren darfst, wenn du den Anspruch hast, den wir haben und dann haben wir zu Hause gegen Barmbek zum Beispiel verloren in der Phase und dann bist du natürlich ganz schnell drin in so einem Strudel, der einfach dann auch nach unten eher geht, als statt nach oben. Und du musst dich da einfach erstmal rauskämpfen und dann ist einfach jedes Spiel irgendwo überlebenswichtig. Und dann haben wir es aber geschafft, dann im Januar, Februar wirklich auch ein paar Spiele hintereinander zu gewinnen, was extrem wichtig war für uns einfach, um da einfach ein Stück weit rauszukommen. Und dann haben wir in Barmbek zum Beispiel wieder gewonnen und zu Hause gegen Burgwedel, also 2 Mannschaften, die einfach auch jetzt hinter uns sind. Und dadurch sind wir dann auch so ein bisschen rausgekommen. Aber grundsätzlich muss man sagen, 12. Platz kann grundsätzlich nicht der Anspruch sein und ist auch ein Stück weit zu wenig dann auch für die Ansprüche oder für den Kader, den wir auch zur Verfügung haben. Ne? Gab es dann tatsächlich in dieser Phase auch mal so ein paar Gedankenspiele, in denen ihr euch nicht nur mit dem Abstiegskampf, sondern an einem möglichen Abstieg beschäftigt habt? Ja, ich glaube, mit dem Abstieg richtig beschäftigen tust du dich erst, wenn es soweit ist, gefühlt. Also das ist dann vielleicht auch ein bisschen spät, aber mit dem Abstiegskampf, mit dem musst du dich extrem frühzeitig beschäftigen, weil es einfach
logischerweise eine andere Mentalität ist, dann auch im Abstiegskampf zu sein. Und wenn du nach Barmbek fährst oder zu Hause gegen Burgwedel spielst, im Januar, Februar, glaube ich, müssten wir gespielt haben gegen die beiden, dann kannst du nicht da rangehen und sagen, wir sind jetzt irgendwie hier 11. oder 10. und haben 3 Punkte vor und das ist alles gut. Sondern da musst du halt auch denken, okay, wir sind im Abstiegskampf und wir haben genauso noch Punkte zu holen. Und wenn die Saison jetzt zu Ende gelaufen wäre, dann hätten wir auch noch schwierige Spiele zum Schluss gehabt. Und da muss man einfach dran denken, dass man da einfach knapp davor ist, auch dann die unteren Mannschaften halt auch nur noch wenige Punkte weg sind. Und das geht dann, ist eine anstrengende Phase auf jeden Fall oder auch eine harte Phase, die man einfach auch vielleicht mal miterlebt haben muss, gerade so in der 3. Liga. Aber ist auch irgendwo interessant und wir sind einfach froh, dass wir es jetzt nicht nur aufgrund der Corona-Situation, sondern auch einfach auf sportlicher Hinsicht auch schon vorher dann gesichert hatten. Ne? Ihr hättet jetzt am Wochenende euer allerletztes Spiel gegen Magdeburg 2. Genau, ja. In den sozialen Netzwerken war zu lesen, dass es aber virtuell stattfinden wird. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe es auch nur, oder die Hauptinformationen habe ich auch bis jetzt nur bei Instagram und Facebook gelesen. Wir werden, denke ich mal, jetzt in den nächsten Tagen nochmal ein paar andere Informationen dazu bekommen. Es wird auf jeden Fall so laufen, dass es ja ein Spendenteam sozusagen gibt, dass 14 Plätze, glaube ich, vergeben wurden an Fans, die für den Verein was gespendet haben. Und diese beiden Mannschaften, also unsere Mannschaft mit der virtuellen Mannschaft, dann im Grunde genommen in Anführungsstrichen virtuell gegeneinander spielen. Was aber auch passieren soll, ist wohl die Verabschiedung von einzelnen Spielern und also von denen, die nächstes Jahr nicht mehr dabei sind. Und was passieren soll, ist die Wahl des Spielers der Saison, die die Fans auch wählen konnten. Das ist so das, was jetzt bekannt ist und mehr interne Informationen haben wir jetzt auch noch nicht. Hat Darius Krei bei diesem Award ernsthafte Konkurrenz? Keine Ahnung. Also, wir haben da, ich glaube, eine ganz gute Fanbase, die auch sehr, sehr realistisch sind und ich glaube, da mag jeder jeden und wir sind immer sehr gespannt, wer jedes Jahr da irgendwie Spieler des Jahres wird und freuen uns auch so ein bisschen drauf, weil es gibt ja auch dann immer ein bisschen was zu feiern für den und der kann dann auch eine Kiste Bier mitbringen, ist es dann auch immer ganz gut und insofern ist es da relativ offen und es ist auch einfach schön, wenn einer gewählt wird. Kurz einmal zur gesamten 3. Liga. Du hast es ja schon angedeutet, auf die verschiedenen Mannschaftsstärken, also Ostsee, dein Ex-Club und auch Barmbek, die beiden oder 2 der Nordteams sind ganz unten, sind wahrscheinlich auch froh, dass die Saison dann so gewertet wird, dass sie drin bleiben. Barmbek checkt definitiv, ob sie sich die nächste Drittligasaison wirklich leisten können, aber da drücken wir mal die Daumen. Wenn wir mal nach oben gucken, Dessau vor Rostock, das ist ja wirklich ein enger Zweikampf. Dessau zu Recht der Aufsteiger? Oder hätte Rostock das noch gedreht? Ob sie es gedreht hätten, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, die hätten auch in Rostock gespielt, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf jeden Fall haben sie noch gegeneinander gespielt. Ob sie noch in Dessau hätten sie noch gespielt. Oder in Dessau hätten sie noch gespielt. Auf jeden Fall genau noch gegeneinander. Ich weiß, dass die Rostocker nicht so zufrieden mit der Entscheidung sind. Das weiß ich. Habe ich heute gehört. Aber ansonsten, Dessau war wirklich konstant. Beide Mannschaften waren sehr konstant in der Saison, haben sich wenig Ausrutscher geleistet. Man weiß es immer nicht, ob es jetzt irgendwie fair war oder ob es jetzt unfair ist der anderen Mannschaft gegenüber. Im Endeffekt muss man auch sagen, dass wir eine Situation haben, die ja erstens keiner planen konnte oder die keiner geplant hat und zweitens kann man auch sagen, dass man ja vielleicht vorher einfach bestimmte Lösungen finden hätte können und ich glaube, jetzt ist die einzige Situation, die jetzt so ist, dass es jetzt einfach ein Stück weit auch fair ist, dem Ersten den Platz zu geben, der aufsteigt, der jetzt momentan Erster ist, weil die Situation, glaube ich, hatten wir gab es seit, keine Ahnung, Jahrzehnten gefühlt nicht mehr. Und wie es jetzt ist es so gekommen und dann ist es so schon fair, dem Ersten auch den Platz zu geben. Ich habe zum Beispiel bei der Frauen-Bundesliga ist es ja genau andersrum, da wird jetzt kein Meister geehrt. Insofern, da beschwert sich jetzt Dortmund, dass es unfair ist und dass es nicht sein kann. Insofern, wie man es macht, ist, glaube ich, in der Situation dann immer ein bisschen schwierig. Da hast du recht.
Wir schauen mal lieber auf deine Community-Fragen, da sind nämlich einige reingekommen. Du hast gerade schon über die Fans gesprochen. Fanbase scheint auch jetzt der Eindruck aus diesem Gespräch relativ breit gefächert beim OHC. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben in der Halle immer eine komplette Fächerung von ganz, ganz klein bis schon etwas älter. Also es ist eine ganz, ganz breite Fächerung und die unterstützen auch im Normalfall in jeder Situation uns einfach auch die Mannschaft und stehen auch hinter uns. Und man kann auch nach dem Spiel immer gute Gespräche führen und da ist auch keiner sauer, wenn wir mal mit, keine Ahnung, 8 gegen Rostock verlieren oder so zu Hause und trotzdem alles reingehauen haben und alles gegeben haben, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Talea07 fragt, gibt es denn einen Riesenfan? Von mir persönlich jetzt oder von wem? Das ist hier nicht näher definiert. Gibt's bestimmt. Wir haben, ich glaube, jeder hat so Fans, oder jeder Spieler hat einfach Fans, wo man einfach, die einfach viel Zeit mit einem verbringen wollen und die einfach dann auch ein Stück weit ein Foto haben wollen oder ein Trikot oder was weiß ich haben wollen und nach dem Spiel ein Foto haben wollen und das einfach, das hat, glaube ich, jeder von uns und bei mir, ich weiß, wer es ist auf jeden Fall und insofern ist es, ob es jetzt ein Riesenfan ist, weiß ich nicht, aber oder der größte Fan, weiß ich auch nicht, aber insofern, es gibt auf jeden Fall Fans, die da einfach auch mal ein Foto haben wollen. Wenn ich die ganzen weiblichen Nachrichten an Darius Krei hier auf meinem Handy gerade mal vorlesen würde, ne, dann würde die Sendung aber wie Wetten das überziehen, sage ich dir. Deswegen skippen wir die alle mal. Nein, kleiner Spaß, aber zum Beispiel das größte Kompliment, das dir gemacht wurde, kommt aber von einem Mann. Okay. Von Danny Bayens, ganz lieb grüßen. Okay. Und der sagt, Mann, bist du hübsch. Ich wusste gar nicht, dass du auch in Lemgo viele Fans hast. Wusste ich auch seit gerade eben nicht, aber jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Dennis Schmöker sagt dir, glaube ich, auch etwas. Fragt, wie lebt es sich so auf der Yacht? Lebt sich sehr gut. Lebt sich sehr gut. Es ist, muss man vielleicht eine kleine Hintergrundstory erzählen. Es ist so ein kleiner Gag von Julius Heil und Dennis Schmöker. Ich weiß gar nicht, wann der entstanden ist. Ich glaube, irgendwann in der Vorbereitung. Geht so ein bisschen darum, dass ich auch mal, wenn wir irgendwie unterwegs sind, vielleicht mal eine Zigarre oder so rauche und dass es dann oder auch mal ein Bier trinke und bei denen geht es jetzt darum, dass ich ja eine Yacht habe und ganz viel Geld und haben muss und weil sich ja Zigarren und Bier so eine Yacht nur leisten kann und was weiß ich. Das ist immer. Ich komme nach dem Duschen aus der Dusche und will gehen und dann kommt immer, heute noch auf die Yacht oder wo geht's noch hin? Das ist immer so ein kleiner Spruch, den sie immer auf dem Lager haben. Atletico Bukage fragt, das, was ich gerade denke, habe ich Saufi gehört? Atletico Bukage fragt auch, was ist denn die Alternative für nahe 2020, wo das jetzt ausfällt? Gibt's nicht, habe ich gehört. Also der ist ja alles abgesagt. Wir waren letztes Jahr mit meinem Heimatverein in Nahe beim Turnier und haben das Finale gegen Atletico Bukage gespielt. Und seitdem ist da, wie wir das nennen, so eine kleine Freundschaft in Anführungsstrichen hat sich entwickelt. Und jetzt ist Nahe ja abgesagt, das Turnier. Schleswig-Holstein Cup in Nahe. Und der ist ja abgesagt worden. Und im Moment gibt es keine Alternative, weil alle Großturniere, so wie auch der Ulzburg Cup zum Beispiel, die ganzen Turniere sind ja alle abgesagt und werden ja auch nicht nachgeholt werden im Normalfall. Und Nahe zum Beispiel, das Turnier ist jetzt auf jeden Fall auf nächstes Jahr dann verschoben, also auf 2021. Und ist natürlich schade für uns alle, weil es auch einfach in der freien Zeit immer ganz schön war, einfach auch mal ein Spaßturnier zum Beispiel zu spielen oder einfach auch mal ein bisschen was anderes zu machen. Aber es geht leider nicht. Grüße an alle von Atletico Bukage und wir hören raus. Stadtnahe lädt uns Darius Krei auf seine Yacht ein. Letzten 2 Fragen sind ein bisschen ernster wieder. Welchen Spieler würdest du gerne mal, wenn du die Wahl hättest, nach Oranienburg lotsen? Welchen Spieler? Ja. Sören sagt schon, er wäre bereit. Ich dachte, Sören hat seine Karriere beendet, habe ich gehört. Ich dachte, es ist nur. Spielt der Robin noch? Der Robin Wanderscheid? Ja, Robin macht noch ein Jahr jetzt. Der hat verlängert noch ein Jahr. Der kann auch nicht aufhören, ne?
Du hast ja auch noch mal gespielt, habe ich gehört. Ja, nur kurz. Ja. Nee, der Fall hat noch ein Jahr verlängert. Boah, wenn ich nach Oranienburg lotsen würde. Kommt die Frage von, kenne ich den, von dem die Frage kommt? Haramitsukiri. Okay, ja doch, ich kenne sie, aber also ich glaube, nee, also keine Ahnung. Es gibt viele Spieler, die in der 3. Liga und auch in der 2. Liga einen guten Job machen und die uns voranbringen würden in Oranienburg, aber jetzt eine einzelne Person würde mir jetzt nicht unbedingt einfallen, also weiß ich nicht. Und wenn du einen absoluten Topstar dir auswählen könntest, wer ist dein Vorbild? Würde ich Mikkel Hansen nehmen. Den würdest du nach Oranienburg lotsen? Also wenn der nach Oranienburg kommen möchte, dann ist die Tür, glaube ich, offen. Also der hat ja eigentlich zumindest hier so dieselbe Frisur wie Sören, oder? Ja, deswegen, also wir können ja auch Sören und Mikkel Hansen nehmen, das können wir auch machen. So. Letzte Frage, auch noch von Haramitsukiri. Deine längerfristige Zielsetzung mit dem OHC in Liga und Pokal? Na, Pokal sind wir jetzt, glaube ich, raus. Also seit der DHB-Pokal da ja neu gegliedert wurde oder wie man auch immer es nennen möchte, sind wir ja da raus. Findet ja auch diese Saison gar nicht statt. Findet ja auch diese Saison genau gar nicht statt, aber werden ja auch nicht qualifiziert grundsätzlich. Dürfen ja, glaube ich, dafür, weiß nicht, glaube ich, im Brandenburg-Pokal antreten, wenn es jetzt dazu kommen sollte. Und in der Liga ist, glaube ich, erstmal die wichtigere Variante als der Pokal ein Stück weit, gerade weil es jetzt in Anführungsstrichen nur der Brandenburg-Pokal ist für die erste. In der Liga, glaube ich, ist es schon so, dass man sich unter den ersten 5, unter den ersten 6 auf jeden Fall jetzt mal festsetzen möchte. Und was natürlich für uns immer ganz wichtig ist oder ein Stück weit wichtiger ist, einfach auch die Jahre vor Potsdam zu kommen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen, immer auch ein ganz schönes Gefühl, in Brandenburg dann auch ein Stück weit einfach vor Potsdam zu sein. Aber grundsätzlich unter den ersten 6 sich festzusetzen und dann muss man einfach gucken, was in den nächsten Jahren passiert, was sich entwickelt in Oranienburg und wie es auch dann vorangeht, was vielleicht auch für Neuzugänge kommt, was jetzt auch für Neuzugänge einschlagen. Kriegen ja auch einen neuen Trainer jetzt für die nächste Saison und da müssen wir einfach mal gucken. Aber ansonsten nur die ersten 6 in den nächsten Jahren macht das, glaube ich, schon Sinn. Das waren die Community-Fragen und eine letzte Frage, genau, die schließt sich jetzt daran an. Das ist natürlich wirklich eine große Nachricht gewesen, dass Christian Pahl aufhört. Ja. Zumindest als Trainer. Er bleibt ja im Verein. Wer übernimmt und wie geht's weiter? Das ist, glaube ich, eine vereinsinterne Lösung. Genau, ist eine vereinsinterne Lösung. Also Silvio Krause übernimmt. War ja vorher jetzt die letzten 2 Jahre unser Co-Trainer und übernimmt jetzt sozusagen die Cheftrainerposition von Pali und Pali bleibt im Verein, er bleibt jetzt, er ist ja schon sportlicher Leiter und übernimmt jetzt vereinzelt die Managementaufgaben noch dazu und hat dementsprechend einfach an der Menge der Aufgaben einfach nicht mehr die Zeit, das Zeitpensum ist einfach zu hoch, dann auch noch Cheftrainer zu sein bei uns. Und Silvio Krause übernimmt und ist einfach ein neuer Impuls auch, der einfach gesetzt wird für uns als Spieler und einfach auch für die Mannschaft. Und ich bin da relativ offen, was da jetzt passiert. Und man muss sich, glaube ich, beide Seiten müssen sich erstmal aneinander gewöhnen, wie das halt nun mal ist, wenn ein neuer Trainer kommt, dass auch die Spieler sich einfach an neue Aufgaben und an neue Impulse einfach auch dran gewöhnen müssen. Das ist auch ganz normal in meinen Augen. Wir werden gucken, wie es dann anläuft und wie es sich einfach entwickelt in den nächsten Monaten, wenn wir dann auch irgendwann mal wieder trainieren dürfen. Das werden wir auch mal sehen. Und da sind wir relativ entspannt, aber auf der anderen Seite auch sehr gespannt, wie es dann einfach wird. Das warten wir ab. Darius, dir vielen, vielen Dank für die vielen Informationen aus Oranienburg. Das werden wir auch weiterhin beobachten, freuen uns sehr, dass wir jetzt auch mal 3. Liga und Oranienburg bei uns hatten und das werden wir auch weiter verfolgen. Also gerne auch wieder. Sören ist schon ganz heiß, nicht nur weiter mitzuspielen. Ich kann dir auch den Grund sagen, warum der in Oranienburg jetzt nicht sein Comeback feiern will, weil das hat er ja längst getan. Hier auf Instagram. Hier, Tölle-Comeback. Ich meine, Niederlage beim Tölle-Comeback, aber das ist ja wurscht. Trotzdem 7 Tore gemacht bei Dreier Jübecks Auswärtsspiel in Mönckeberg-Schönkirchen. Wann war denn das? Ende Januar war das. Spürst du immer noch den Rücken? Den Rücken? Ja. Ich habe tatsächlich Rücken, das stimmt sogar. Aber nicht deswegen. Aber die Bewegchen danach waren auf jeden Fall wieder zu merken. Zwar nicht so stark wie früher, aber auch wenn es nur 30 Minuten waren, ist das schon so, dass man danach merkt,
dass man sich doch wieder ein bisschen sportlicher betätigt hat wie die Monate zuvor. Ich trainiere zwar ab und zu immer mal mit, damit wir mal ein 6 gegen 6 auf dem Feld spielen können, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Als wir uns in Tarp gesehen haben beim HVSH Final Four, wo ihr ja auch mit dabei wart, da haben wir nach dem Spiel gesprochen und in deiner Funktion im Trainerteam. Und da hast du noch relativ kritisch dem gegenüber gestanden, ob es nochmal ein Comeback geben wird und so weiter. Da hast du gesagt, mal gucken, ob es mich nochmal juckt. War die Personalsituation dem geschuldet oder hat es wirklich nochmal richtig doll gejuckt bei dir? Nee, es war tatsächlich die Personalnot in dem Sinne zwar nicht, aber es war schon so, dass wir sind im Rückraum eigentlich sehr gut aufgestellt, aber es sind viele beruflich auch mal verhindert und das war an diesem Tag mit Krankheit, beruflich und Verletzung so dermaßen ausgereizt, dass es dann doch mal Sinn machte, sich auf jeden Fall mit warm zu machen. Und zur Halbzeit haben wir dann einfach mal entschlossen, das war schon 1, 2 Spiele mal zuvor, dass man sich mit warm gemacht hat und mit auf der Bank saß und da eingetragen war. Aber gegen Mönckeberg war es dann so weit, dass man mal sagte, schaut mal, ob das irgendwie mal einen frischen Winter reinbringt, weil man ja doch ein bisschen eine andere Spielkultur hat wie diese anderen Mittelmänner. Und das war so der Grund, einfach mal gucken, wie es funktioniert und wie lange die Puste dann noch hält. Ne? Das war dein erstes Spiel so lange ist es gefühlt aber gar nicht her, oder? Das war im Januar und im Mai hatten wir das letzte Spiel wahrscheinlich mit dem DRK. Und dann hatten wir natürlich das Turnier noch, das Abschiedsturnier, da waren wir auch noch mal aktiv. Aber offiziell war es im Mai das letzte Spiel. Seit wann bist du in Diensten des HC Threier? Seit quasi, also diese Saison ist meine erste Saison, also 2019. Seit der Vorbereitung bin ich mit dabei. Ich habe mit Sven Schmidt einen sehr guten Partner an meiner Seite, der mich in die Liga, glaube ich, gut einführen kann. Der macht das schon, glaube ich, 3 oder 4 Jahre jetzt schon und kennt da jede Halle und jede Ecke und jeden Spieler, wo ich mich natürlich erstmal dran gewöhnen muss, gegen welche Mannschaften man spielt, was für Spielertypen in den anderen Mannschaften sind, um überhaupt mal in diese Liga erstmal reinzukommen. Man hat zwar Threier nie aus den Augen verloren, hat sich immer mal erkundigt, wie die spielen, aber natürlich kennt man die Gegner überhaupt nicht. Bist du eher der Typ Schleifer oder wenn du sagst, du bist auch jetzt Richtung Erzieher gegangen, beruflich, bist du dann eher der gute Launebär? Ja, ein Schleifer würde ich nicht sagen. Dazu habe ich es früher selbst gehasst, wenn man solche Trainer hatte, die sich nur aufs Laufen konzentriert haben und das geil fand, wenn die Spieler kurz vorm Übergeben waren. Und ich glaube einfach, dass die Jungs auch dankbar sind, einfach mal eine Abwechslung im Training zu haben. Weil wenn du einen Trainer 3, 4 Jahre hast, und man kennt es selber, dann hat man irgendwann gewisse Trainingsabläufe, die sich immer wiederholen, wonach man die Uhr stellen kann, was völlig normal ist, was wahrscheinlich bei mir auch irgendwann so sein wird. Aber mit einem frischen Trainer wird Darius ja dann auch kennenlernen, oder hat es ja früher auch kennengelernt, dass einfach immer andere Trainingsmethoden da sind, Trainingsabläufe, und das tut den Jungs, glaube ich, auch mal ganz gut. Und ich würde eher sagen, dass ich der gute Launebär bin und Schmidti ist der Schleifer. Was mag denn Sören Tölle, der Trainer Sören Tölle, für einen Handball? Wenn du es jetzt entscheiden könntest, bist du eher der Tempomacher oder kompakte Abwehr und dann Tempo-Gegenstoß oder wie siehst du das? Auf jeden Fall bin ich für eine kompakte Abwehr, gerne 6-0, höchstens meine 5-1. Also ich bin ein absoluter Gegner von offensiven Abwehren. Wahrscheinlich, weil ich selber immer schlechter gegen aussah, weil ich nicht der Schnellste war. Aber ich glaube, vom Handball her ist es auch schöner, wenn man gegen eine 6-0 spielt, weil dort einfach dann dementsprechend die Spielzüge und so ist halt doch ein großer Teil des Handballs ist darauf ausgelegt. Die einzigen, die laufen sollen, sind die Außen- und die Kreisläufer. Die sollen schnell nach vorne laufen. Und der Rückraum kann sich dann über die zweite Welle irgendwie nach vorne bewegen. Also so wäre meine Spielkultur. Und so sieht es eigentlich auch bei uns im Dreier aus. Also ich habe das Glück, dass ich mit Schmidti, dass wir auf jeden Fall auf demselben Handballstand sind oder auf derselben Handballphilosophie, die wir umsetzen wollen. Uns da sehr oft auch ergänzen und wiederholen, ungewollt wiederholen. Und daher passt das ganz gut. Das wollte ich gerade fragen, wie stimmt ihr euch denn ab? Wer setzt welche Impulse? Jetzt erstmal nur beim Training. Beim Training
Bei uns schaut es so aus, dass wir montags zuerst eine Dreiviertelstunde ungefähr eine Fitnesseinheit machen. Das war jetzt in den letzten Monaten so, dass ich die geplant habe. Danach ganz normaler Ablauf mit Kicken und Co. Und wir haben Montags- und Donnerstagstraining. Und oft ist es so gewesen, dass ich das Montagstraining mache und Schmidti das Donnerstagstraining. Aber es kann auch mal sein, dass einer die ganze Woche macht. Also da sind wir völlig flexibel, je nachdem, was beruflich anliegt, was für Termine man abends hat. Und ja, das wird einfach kurzfristig abgesprochen und dann wird das so strukturiert. Für mich als Handballfan ist ja immer am spannendsten, wie kommt die Aufstellung zustande? Wer macht was? Gibt es da einen Berater? Hat einer die komplette Oberhand? Das ist wahrscheinlich bei jedem Trainer auch so ein bisschen anders. Es gibt die Typen, die sagen, ich mache das ganz alleine, ich beobachte im Training und so weiter. Wie ist es bei euch? Ja, das muss ich auch erstmal einpendeln. Also ich habe da Anfang der Saison mich auch zurückgehalten, was das angeht, weil ich jetzt kein Mensch bin, der sich direkt im Vordergrund spielt, wenn man einen Trainer hat, der das schon 3-4 Jahre macht. Natürlich hat Schmiede mich immer gefragt, wie siehst du das? Oft waren wir da derselben Meinung. Hier und da war es dann mal so, dass man eventuell gesagt hat, gut, hier und da hat der und der im Training einfach eine bessere Leistung gebracht aus meiner Sicht. Und oft hatten wir die Schwierigkeit, da wir einen 18-Mann-Kader hatten, oder 17 Mann, je nachdem, wie er in der zweiten gespielt hat, dass wir immer 1, 2, 3 Leute hinter die Bank setzen mussten. Das war oft eher ein Thema für uns, wen wir dann am Spiel hinter die Bank setzen und eventuell einen nachtragen, als die erste 7, weil ich glaube, da haben wir uns gar nicht so sehr bewegt, weil wir auch eine... Die Frage, wer wird enttäuscht sein und wie erklären wir es ihm? Ganz genau. Also zum Ende hin hat sich so ein bisschen selbst herausselektiert, weil da zum Beispiel jemand nicht zum Training kommen konnte, beruflich, krankheitlich, verletzt. Dann ist es schon wieder, wir haben gemerkt, dass 17 Leute wirklich eine gute Wahl war, dass man so viele hat. Natürlich hatte man die Schwierigkeit, welche hinter die Bank setzen zu müssen. Aber am Ende hin haben wir, glaube ich, auch so gute Leistung gezeigt, weil wir so einen breiten Kader haben. Was für eine Lizenz hast du? Gar keine. Darius, du hast schon eine, oder? Ja, B-Lizenz jetzt. Ja. Ja. Strebst du noch A an? Wenn es die Zeit ergibt, ne? Also ist ja auch nicht so günstig, muss man sagen, aber wenn es die Zeit ergibt, ja, mal jetzt im Moment nicht, jetzt ist die Zeit auch nicht da und macht auch jetzt im Moment noch wenig Sinn. Aber ja, grundsätzlich irgendwann, wenn es dann schon Sinn macht und wenn man dann vielleicht auch mal höherklassig trainieren möchte, dann schon, ja. Strebst du denn noch eine an? Also gefällt dir das, was du jetzt tust, Sion? Es gefällt mir auf jeden Fall. Es wird auch angestrebt. Natürlich denke ich mal, dass es dieses Jahr nichts wird mit irgendwelchen C-Lizenzen. Kann ich mir einfach vorstellen, dass das nicht zustande kommt, weil da erstmal andere Sachen wichtiger sind. Aber das wird dann auf jeden Fall nächstes Jahr in Angriff genommen, dass man mit der C-Lizenz anfängt. Und bei der B-Lizenz, ich denke mal, das wird mir auch reichen für meine Ambitionen, die ich habe. Und es kann ja auch nicht wirklich schlecht sein, was du ablieferst, denn ihr habt euch, wie du es vorhin schon gesagt hast, mit Platz 3 wieder bestätigt. Es liegt wieder eine gute Saison dahinter, also dein Einfluss hat auch sicherlich damit zu tun. Und wenn ich jetzt hier, ich habe mal von dem, was ich eben gezeigt habe, hochgescrollt auf Instagram und dann steht hier, Dreier Jübeck Mitte Februar hat die Ergebniskrise beendet und habe ich mal nachgeschaut, da waren irgendwie 3 sieglose Spiele mal im Vorfeld, wo aber auch Unentschieden mit dabei waren. So eine richtige Krise habe ich bei euch jetzt in der Betrachtung gar nicht gefunden. Nee, also zum Ende hin würde ich das auf keinen Fall so betiteln wollen. Am Anfang hatten wir kleine Schwierigkeiten, Anfang der Saison, wo wir gewisse Vorsprünge einfach nicht über die Zeit gebracht haben und dann die letzten 10 oder 5 Minuten wirklich nochmal einen 4-5 Tore Vorsprung verdattelt haben, was allerdings auch dem jungen Team, glaube ich, ein bisschen geschuldet ist. Das sind auch alles Erfahrungen, die man machen muss, wo man cleverer wird, schlauer wird und weiß, wie man das denn, wenn man schon 5 Tore Vorsprung sich herausgespielt hat, dass man dies auch über die Zeit bringt. Und zum Ende hin, ja, natürlich waren da mal, ich glaube, da waren auch 1, 2 Unentschieden dabei. Da kann man aber vielleicht eher wieder daraus erkennen, wie hoch nachher doch die Ansprüche waren, dass man dort mit Siegen gerechnet hat oder andere haben dort mit Siegen gerechnet und betiteln es dann als Krise. Also, das sehe ich jetzt Kompliment. Definitiv. Wenn dann in der nächsten Saison
wann auch immer die losgeht, so etwas noch abgestellt werden würde mit den Vorsprüngen, die verspielt werden, ist dann noch mehr drin, zumal dann ja wahrscheinlich dann auch Tarp zum Beispiel weg ist und so weiter. Die Spitzengruppe war ein bisschen enteilt, Tarp und Mane. Geht da bei Dreier jetzt in Zukunft noch mehr, wenn man sich immer stetig verbessern will? Ja, also das ist im Handball sowieso so. Wer konstante Leistung bringt, wird am Ende oben stehen. Und ich denke, wenn wir das hinbekommen, von Anfang an in der Saison ein gewisses Niveau zu erreichen, wir haben eine Bombenvorbereitung gespielt, aus meiner Sicht und Spielers Sicht auch, kann ich glaube ich dazu sagen. Und eventuell war die zu gut, dass wir am Anfang der Saison vielleicht mit als ein oder andere auf die leichte Schulter genommen haben. Aber ja, aus solchen Geschichten haben die Jungs hoffentlich gelernt. Auf jeden Fall habe ich daraus gelernt, dass man nochmal ein besonderes Auge am Anfang der Saison berichten muss und dass man einfach auch in gewissen Phasen Spielern eine Pause gönnen muss, damit man am Ende nochmal die zweite Luft bekommt. Und auch da musste ich viele Spieler erstmal kennenlernen und wissen, na gut, jetzt läuft ja nicht mehr 90% oder 70%. Das sind natürlich alles Dinge, die musst du erstmal kennenlernen. Und Spiele einschätzen zu wissen und zu sagen, auch wenn er sauer ist, wenn er rauskommt, aber zu sagen, glaub mir, das ist besser, wenn du dich jetzt hier 10 Minuten auf die Bank setzt, dass du die letzten 10 Minuten wieder Vollgas kriegen kannst. Ich kenne es selber, ich war jedes Mal sauer, wenn ich ausgewechselt wurde. Das ist, glaube ich, jeder Handballer. Mit Sören Tölle hat man sich nicht anlegen wollen, auch nicht als eigener Trainer. Das weiß ich noch. Man sieht aber immer den kürzeren als Spieler. Ich habe noch ein paar Community-Fragen hier offen. Wir machen einen kurzen Spot. Ich muss auch so ein bisschen hier gerade die Uhr im Blick halten. Wir sind schon in Sachen Wetten, das unterwegs. Deswegen ganz kurzer Break, dann sind wir gleich wieder da. Die härtesten Seiten des Handballs. Handball-Himmel und Handball-Hölle. Jetzt im Buchhandel. Und zwar, BW13 fragt, ist ein Swiatek-Comeback für immer ausgeschlossen? Für einen Wallux, oder? Das ist Wallux, ja. Schöne Grüße erstmal. Ich hoffe, ihm und seiner kleinen Familie geht es gut. Er ist Vater geworden vor ein paar Monaten. Nein, ein Comeback. Sagt niemals nie. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Wird es auf jeden Fall nochmal geben. Wir sind mit unserer alten Tarper Mannschaft so ein bisschen am Spekulieren, ob wir so eine Altherrentruppe mal aufstellen wollen. Ja. Also gerne, falls irgendein Verein, Schleswig-Holstein-Liga oder tiefer, sich auflösen will, darf sich gerne melden. Und das im Raum Schleswig-Flensburg ist, dann würden wir da gerne eine Mannschaft ersetzen. Kam so mal beim Bierchen die Idee. Und ja, also. Vielleicht können wir mit Gitter sprechen. Vielleicht kann Gitter ja irgendwann beim Ulzburg Cup mal so eine, weiß ich nicht, Seniorenrunde eröffnen, so für wirklich die 5. Mannschaften aller Vereine, die dann nochmal gegeneinander spielen. Also es ist tatsächlich so. Wir haben das mal überlegt, einen Senior-Ulzburg Cup ins Leben zu rufen. Da stecken wir aber noch, was die Planung angeht, in den Kinderschuhen. Aber wenn das so ist, seid ihr die Ersten, die ich einlade, Sören. Ja, und hier direkt an Michels Adresse, Sprungwurf TV überträgt live dann. Und sowieso. Kommentiere ich dann nochmal, wenn Sören Tölle nochmal die Fackel raushaut und dann kommt hier und da noch der Dreher von den Kollegen. Das wird mir sehr gefallen. Malte Weil will wissen, wie geht das der Linie 26? Ja, da geht's gut. Das ist mein T3, der angesprochene alte Auto. Gerade aus dem Winterschlaf geholt und läuft noch wie eine 1. Also kann ich klagen. Läuft wie eine 1, das trifft auch auf Tjag Dessler zu, der hat die nächste Frage gestellt. Hat Sören Tattoos und wenn ja, wo? Kann er es bitte zeigen? Eins kann ich zeigen. Kann man sehen. Die Halle ist im Weg. Ist das doch ein Greenscreen? Nein. Nein. Mein Gott. Ich habe tatsächlich 2 Tattoos. Das eine ist am Handgelenk. Da habe ich ein kleines Herzchen mit Mama drin stehen. Und das zweite Tattoo ist in einem Bereich, den ich nicht zeigen kann. Nach einer längeren Schnapstour mit Malte Jessen, unserer damaligen Stammkneipe Veneta, geht es zum befreundeten Tätowierer und dann habe ich mein Hinterteil mal entblößt und dann kam
ein kleiner Schriftzug darauf, sage ich mal so. Den du uns wahrscheinlich nicht verraten wirst. Nee. Und lesen kann man es auch nicht mehr. Dann machen wir ganz schnell weiter. Ich habe noch 1, 2, 3, 4 Fragen. Annelie Maria möchte wissen, wirst du deine Lieblingssitznachbarin vermissen, wenn die Erzieherausbildung vorbei ist? Ja, natürlich werde ich das. Also Annele ist meine Sitzplatznachbarin in der Ausbildung jetzt, ist in der rein schulischen Ausbildung, also sitzen wir in der Schule nebeneinander. Und ich hoffe, dass sie heute die erste Abschlussprüfung gut gemeistert hat. Liebe Grüße, liebe Grüße. Marco H22 fragt, ihr sucht einen zweiten Kreisläufer. Habt ihr schon mal an die Dreier Jübeck Oldies gedacht? Ich frage für einen Freund. Nee, habe ich nicht. Ich habe da leider keine Telefonnummer. Wie heißt es? War das Marco Hessel? Oder wer war das? Marco H22. Ja, das ist bestimmt. Ja, ist notiert. Ich melde mich, du brauchst dich nicht melden, Marco. Dann noch Bo Erbsen. Warum hat Alt beim Fußball vor der Corona-Zeit immer so oft gewonnen? Also ich bin ja bei Alt. Ja. So, damit ist die Antwort ja schon gegeben. Wollte ich gerade sagen. Also. Und letzte Frage. Ole Z. Ja, Zacki. Hast du den auch hinten noch tätowiert? Weiß man nicht. Wie bewertest du im Nachhinein deine Strafe aus dem HSV-Spiel in der Saison 2014-15? Ja, zu hart. Weiß nicht, kennt ihr? Nee, warum wollt ihr das kennen? Ja, das war Spiel gegen HSV in Hamburg. Wir haben verloren, ich glaube relativ deutlich. Und nach dem Spiel hatte ich das Spielgerät in der Hand und es wurde abgepfiffen. Ich bin zu meiner Spielerbank, also zu unserer Bank gegangen, habe den Ball hinter mich geworfen und leider einen Schiedsrichter am Kopf getroffen. Also es wird mir bis heute nicht geglaubt, dass das ohne Absicht war. Und meine Strafe war damals 4 Wochen Sperre, Spielsperre, und in der Mannschaftskasse musste ich 75 € und 2 Kisten Bier ausgeben, worüber ich heute noch erbost bin. Also, ja, das ist die Story dazu. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es zu hart war. Und ja. Aber du hast dich doch sofort entschuldigt wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Die haben nur den Bart und die Tattoos gesehen und wussten, alles klar. Ich habe es nicht mal selbst gesehen. Also auch, keine Ahnung, lange her. Jetzt ist eine witzige Geschichte zu erzählen. Damals war ein bisschen ärgerlich, weil es halt wirklich 4 Wochen waren. Aber dann konnte ich meine Knie schon, war okay. Die Anekdoten von Sören Tölle, das war Oberliga damals wahrscheinlich noch, oder? Ja. Oberliga bei der U23, ja. Sören, vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt ist schon 9:30, das ist tatsächlich Wetten, das Style bei Anwurf. Liebe Gitta, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute, grüß das Team. Das werde ich, Dankeschön. Darius, pass auf dich auf, bleib gesund. Mach ich. Ihr auch. Das gilt auch für dich. Wisch die Halle nochmal durch hinter dir. Ja, ich muss gleich nochmal gucken, wie die Halle ausmacht. Und wir sehen uns irgendwann hoffentlich wieder in den Hallen dieser Welt. Bis bald, macht's gut. Auch danke an euch. Bleibt gesund. Bis nächste Woche hier auf Sprungwurf TV. Ciao. Ciao. Die härtesten Seiten des Handballs. Handball Himmel und Handball Hölle. Jetzt im Buchhandel.